Also warum reden wir eigentlich über Systemhärtung? Ja, OpenClaw, Marketplace, was war da der Fokus? Malware. Also wenn jetzt jeder, und das war die Diskussion hier von diesem LinkedIn-Screenshot, wenn jetzt jeder technische Laie in die Lage versetzt wird, Angriffe zu fahren, dann haben wir entsprechend viel an Angriffen und das wird ein Heidenspaß. Meine Antwort darauf, das ist der untere rote Kasten in dem Screenshot, war, naja, man kann natürlich mal anfangen, nicht nur zu detektieren, sondern man könnte ja mal anfangen, Angriffsvektoren zu schließen, weil am Ende ist das, was technisch passiert, keine Zauberei, keine Magie, sondern am Ende werden Angriffsvektoren ausgenutzt. Und mein Hinweis dann, Systemhärtung googeln könnte ein erster Schritt sein. Das haben Sie alle schon gemacht, deswegen sind Sie hier im Webinar mit dabei. Ich habe hier noch einen Screenshot mitgebracht vom DSGVO-Portal, Sicherheitsvorfalldatenbank. Ganz spannend, das ist relativ aktuell. Es ist auch nur eine von ganz, ganz vielen Registern, in denen Sicherheitsvorfälle gelistet werden. Ist zum Beispiel die Universität Mannheim dabei oder auch die Hochschule Worms jetzt relativ aktuell. Da passiert richtig viel, und zwar jeden Tag. Und wie gesagt, das ist nur ein Portal. Es gibt noch Ransomware.live, es gibt im Darknet entsprechende Portale. Da passiert viel und die Frage ist halt, wenn etwas passiert, wie resilient ist die Organisation, wie resilient ist die Infrastruktur, wie gut kann ich Angriffe einschränken auf einen bestimmten Fokus, wie gut kann ich entsprechend auch darauf reagieren und wie gut kann ich es vielleicht auch präventiv verhindern, verlangsamen oder entsprechend auch Angriffsvektoren, die einfach auszunutzen sind, entsprechend abschalten. Da kommen wir im Prinzip zu dem Punkt, was ist eigentlich Systemhärtung? Das NIST-Framework ist eine ganz gute Basis, ist auch ähnlich wie dem BSI IT-Grundschutz zugeordnet. Am Ende gibt es verschiedene Rahmenwerke. Eins davon ist das NIST. Es geht immer darum, Assets zu identifizieren, zu schützen, dann zu detektieren, Anomalien zu erkennen, zu reagieren und auch entsprechende Recovery-Optionen zu haben. So, jetzt ist viel von dem, was man so im Umfeld hat und was man so in der IT-Infrastruktur für Sicherheit tut, ist, und das haben wir mal versucht in dieser Matrix rechts darzustellen, das ist einfach viel im Detektionsumfeld. Anti-Malware-Lösungen, EDR-Lösungen, die haben es im Namen, die heißen Endpoint Detection Response. Das Ganze vielleicht noch managed mit Detection Response und Schwachstellen-Scanner. Auch das ist sicherlich bei ganz, ganz vielen hier im Webinar im Einsatz. Der scannt, macht Berichte, aber so wirklich schützen tut er nicht, weil die Lücken sind nach wie vor alle offen. Man muss dann was tun. SIEM-Lösungen im guten deutschen Behördensprech, Systeme zur Angriffserkennung, SZA genannt. Auch die erkennen Angriffe über verschiedene Angriffsvektoren, aber die Angriffsvektoren schließen, tun die nicht. Mein Bild, was ich immer ganz gerne in so Vorträgen oder Webinaren benutze, ist es, wenn Sie heute Abend nach Hause kommen. Ich vermute, Sie haben kein Loch in der Hauswand und haben da eine Kamera hängen und falls jemand durch das Loch reingeht, werden Sie geweckt, alarmiert oder leiten dann Response-Maßnahmen ein, sondern Sie haben vermutlich eine Haustüre und machen dieses Loch, diesen Angriffsvektor zu. Und die Haustüre ist die Schutzmaßnahme, um es bildlich zu formulieren und die Kamera über der Haustüre wäre dann die Detektionsmaßnahme und der Anruf bei der Polizei dann im Zweifel die Reaktionsmaßnahme. Und ich vermute, Sie alle machen die Tür zu, ich auch, und wir schließen sogar heute Abend von innen die Türen noch ab. Also das ist Schutz und Detektion, Reaktion ist dann eben nachgelagert. Was wir häufig in der IT sehen, ist tatsächlich viel an Detektions- und Reaktionsmaßnahmen, teilweise mehrere kombiniert. Von daher da kann man, glaube ich, im Präventivumfeld noch einiges tun. Wir haben auch hier mal kurz eine Folie aufgesetzt, da werden wir jetzt nicht komplett durchgehen, einfach nur mal als Beispiel, die wird auch in der Aufzeichnung zu finden sein. Ist eine technische Präventivmaßnahme, ganz klar. Durch Systemhärtung werden mögliche ausnutzbare Schwachstellen deaktiviert. Es wird tiefgehend technisch konfiguriert. Vielleicht erkennt man noch, wenn sich Konfigurationen ändern und Berichte weisen den Härtungsgrad der Systeme zentral aus. Wir hören immer häufig das Thema in echten Projekten, naja, das können wir ja schnell, können wir mal ein Skript schreiben oder da bauen wir mal eine GPO. Wir haben ja einfach mal eine mengemäßige Angabe mitgebracht. Das sind die rechte Seite, das sind einige Einstellungen. Also wenn man die BSI-Empfehlungen für Windows 10 nimmt, sind das rund 400 Einstellungen. Die CIS-Benchmarks für Windows 11, 600. Die Benchmarks für den Server 25, ungefähr 500. Die Security Baseline von Microsoft nochmal ein bisschen mehr. Dann haben wir noch vielleicht was für Logging und Audit.
damit ich auch forensisch in der Lage bin, was zu tun. Vielleicht möchte ich auch gerne noch meinen Browser konfigurieren, sowohl auf Server als auch auf Client-Seite. Das kommt dann auch noch on top. Und wenn ich dann noch mein Office konfigurieren will, dann bin ich doch sehr schnell, wenn ich da verschiedene Baselines kombiniere und verschiedene Hardening-Empfehlungen kombiniere, bei einer großen Anzahl mehrerer hundert Einstellungen. Wenn ich dann noch so andere Themen dazu packe, wie zum Beispiel eine technische Richtlinie vom BSI für Kryptographie, wo man dann bestimmte Algorithmen, bestimmte Schlüssellängen etc. deaktiviert und auf Basis der Empfehlungen arbeitet, ist man ratzfatz bei 800 bis 900 Einstellungen pro System. Ich sage bei jedem, der mir sagt, er will das von Hand bauen, sage ich viel Spaß und legt mir eine Wiedervorlage in einem halben Jahr, dass wir nochmal telefonieren, weil das ist viel Arbeit. Und selbst wenn man es schafft, das technisch umzusetzen, da hat man im Zweifel keine aktuelle Dokumentation. Da kann sich jeder selbst überlegen, wie aktuell die Dokumentation bei dem Thema ist, wenn man das für verschiedene Server, für verschiedene Betriebssysteme, für verschiedene Serverrollen, für verschiedene Client-Typen macht. Eine Access Workstation für die Admins wird anders konfiguriert als der Office-Rechner und ein Windows 11 23H2 wird anders konfiguriert als ein Windows 11 25H2 oder ein 26H1, weil da einfach andere Features mit dabei sind, die man im Zweifel sicherheitstechnisch konfigurieren möchte. Genau. Systemhärtung ist im Zweifel nicht nur intrinsisch motiviert, sondern tatsächlich regulatorisch. Wenn ich also aus regulatorischen Bereichen komme, und wir haben heute einige hier aus dem DORA-regulierten Umfeld, wir haben einige hier aus dem CRITES-Umfeld, NIS 2 dürfte bei einigen eine Rolle spielen, dann komme ich relativ zügig an den Punkt, dass ich verschiedenste Regulatoriken habe. Ich habe die BaFin im Hintergrund, ich habe SWIFT als Organisation fürs Bankenwesen, ich habe vielleicht eine ISO 27001, die Themen vorschreibt. Ich habe natürlich auch, wenn ich im behördlichen Umfeld unterwegs bin, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und oben rechts der gelbe Bubble Versicherung. Die Versicherer, die Cyberversicherungen rausgeben, stellen Fragen, um zu beurteilen, wie hoch denn die Versicherungsprämie sein muss, um das Risiko adäquat abzusichern. Und was man hier sieht, ist im Prinzip, überall stehen Anforderungen an das Thema Systemhärtung, sichere Konfiguration, System Hardening etc. drin. Und die gucken wir uns gleich auch mal gesammelt an. Wir haben hier noch entsprechende Themen, die DORA-Norm auf der rechten Seite und auch nochmal CRITES aus dem BSI-Umfeld, die Konkretisierung der Anforderungen an 8a aus dem BSI-Gesetz. Da steht zum Beispiel drin, Systemkomponenten, welche für kritische Dienstleistungen verwendet werden, sind gemäß allgemein etablierter und akzeptierter Industriestandards gehärtet. Die Härtungsanleitungen werden ebenso wie der Umsetzungsstatus dokumentiert. Und die DORA rechts geht noch einen Schritt weiter. Die will nämlich regelmäßige Kontrollen der Effektivität der eingesetzten Härtungseinstellungen. Wenn ich jetzt über eine Bank oder eine Versicherung nachdenke mit 2.500 Clients und 500 Servern, das wird schon ein Heidenspaß, das alles irgendwie zu monitoren, ob die Einstellungen auch alle noch so sind, wie sie sein sollen. Wenn man das also mal zusammenfasst, was so in den verschiedensten eben genannten Regulatoriken drinstehen, dann wären das so 5, 6 Punkte. A, die Admins auf der technischen Ebene denken sich das bitte nicht mehr selbst aus. Es gibt sehr, sehr gute Empfehlungen. NIST, CIS, DISA, das BSI steht hier nicht drin, die 27001. Die Umsetzung ist zu tun. Das heißt, man muss es tatsächlich tun und das wird viel Aufwand, kommen wir gleich noch drauf. Die Effektivität und auch die tatsächliche, also die Effektivität der Härtungskonfiguration ist zu prüfen und auch die tatsächliche Anwendung ist zu überwachen. Es reicht also nicht aus, in einen Imaging-Prozess am Anfang zu sagen, so, ich habe jetzt hier ein Skript, das setzt meine 200 Einstellungen und das war's. Fehlt im Zweifel die Doku, aber selbst wenn ich die habe, habe ich die Laufzeit nicht betrachtet. Das heißt, die tatsächliche Anwendung ist zu überwachen, geht weiter. Abweichungen, Misconfigurations sind zu behandeln. Ich brauche also einen Prozess und es ist eine umfassende Dokumentation zu erstellen, die Nachweispflicht. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist halt das Image, das am Anfang gehärtet ist, vielleicht noch auf einer technischen Dimension, vielleicht mit Dokumentation noch in irgendeiner Form gut konfiguriert. Aber spätestens, wenn es dann an die prozessuale Komponente geht, wird es schon schwierig, das so einzusetzen. Weil wenn der Auditor kommt und sagt, so, woher weißt du, dass dein Client nach 2,5 Jahren immer noch so aussieht wie zu dem Zeitpunkt, als du ihn rausgegeben hast, da wird es schon schwer zu verargumentieren. Falls jetzt einer im Kopf hat, das machen doch die GPOs, nicht ganz. Da kann man nämlich nicht feststellen, ob ein Client die Einstellungen noch hat. Da hofft man drauf, dass alle noch so aussehen, wie sie
aussehen sollen. Genau. Ist Systemhärtung nur technisch? Ich glaube, das ist quasi fast jetzt einfach zu beantworten. Auf der technischen Ebene kann ich natürlich umsetzen. Auf der technischen Ebene kann ich vielleicht auch noch prüfen. Aber industrieerprobte Empfehlungen, die muss ich mir dokumentatorisch zu Rate ziehen. Die muss ich dann umsetzen. Ich muss mir irgendwas überlegen, um es zu überwachen. Wie gesagt, einzelne Skripte, Gruppenrichtlinien können das schon nicht mehr. Da muss ich also auch mir irgendeine Art von Prozess und Tooling überlegen. Abweichungen muss ich behandeln und eine umfassende Dokumentation, wie gesagt, erstellen. Also die Antwort ist nein, natürlich ist es nicht nur eine technische Maßnahme. Das letzte Kapitel, es geht ja um Prozesse, es geht darum, wie kann ich Systemhärtung und wichtige Aufgaben, was habe ich im Umfeld Prozesse und wichtigen Aufgaben zu tun, die 3P. Das ist, glaube ich, bekannt. People, Process, Product. Es gibt es auch mit Process, People, Product oder Product, People, Process, egal wie rum man es nimmt. Es ist ein Dreiklang aus verschiedenen Maßnahmen, die da relevant sind. Ich fange an mit People, weil ich das eine ganz wichtige Maßnahme finde. Warum? Weil wir ganz oft Folgendes sehen. Wenn wir in Projekten sind, wenn es um Systemhärtung geht, sehen wir sehr häufig so eine Art, nennen wir es mal, im Technischen würde man sagen Deadlock-Situation, also eine Situation, wo zwei Parteien, die eigentlich das Gleiche wollen, nicht mehr mit, sondern gegeneinander reden. Also Anforderungsebene, Informationssicherheit, wir brauchen Systemhärtung. Auf der Umsetzungsebene, die IT sagt dann, was heißt denn das? Dann sagt die Informationssicherheit, puh, keine Ahnung, dann gucken wir mal. Und irgendwann kommt dann, ja, wir nehmen hier die CIS-Benchmarks oder die Microsoft Security Baselines oder mach BSI Sisyphus. Und dann sagt die IT, okay, gucken wir uns an und dann, boah, wenn wir das anwenden, geht hier nichts mehr. Wie geht es denn jetzt weiter? Warum geht was nicht mehr? Ich mache zwei Beispiele. Wenn man die BSI-Empfehlungen anwendet oder auch die CIS-Benchmarks, da wird zum Beispiel beim Client Bluetooth ausgeschaltet und die Kamera. Wenn man das tut, weiß ich, dass sich einige Menschen vermutlich beschweren. Warum? Weil eine Videokonferenz so nicht mehr machbar ist. Manche haben auch Bluetooth-Geräte, Tastaturen und Mäuse, die funktionieren nämlich dann auch nicht mehr. Und wenn die Kamera nicht mehr geht, dann war es das mit der Videokonferenz. Serverumfeld ähnlich. Wenn ich die Microsoft Baselines anwende, wie sie sind, dann geht RDP nicht mehr. Das hören wir auch sehr häufig. Admins testen das, dann sagen sie, scheiße, ich kann mich ja gar nicht mehr anmelden. Das ist ja nichts. So, und dann kommt raus, naja, in den Baselines von Microsoft steht halt drin, schalte RDP aus. So. Das heißt, wir haben da eine Situation, dass da Parteien gegeneinander arbeiten und ganz häufig sind wir dann in einer moderierenden Rolle und kommen dann mit Vorschlägen. Und wie die Vorschläge aussehen, und da sind wir halt immer noch bei dem People-Thema, mit einem leichten Hang schon ins Prozessuale. Wir kriegen ein paar Vorgaben und die heißen nicht, mach Härtung, sondern wende mal bitte im ersten Schritt die CIS Benchmark Version X für Windows Server 22 ein, normaler Schutzbedarf CIS L1, kritische Systeme, hoher Schutzbedarf CIS L2. Und im ersten Schritt, liebe IT, reichen uns 50% Compliance. Sukzessive Verbesserung ist sowieso nachzuweisen. So, dann sind die CIS-Empfehlungen auch gegen die Empfehlungen des BSI zu prüfen. Bei Konflikten, das gibt es tatsächlich, weil das BSI Telemetriedatenübermittlung an Microsoft anders bewertet als amerikanische Organisationen. Microsoft hätte gern Telemetriedaten, das BSI sagt nein. Und bei Konflikten, und wie gesagt, das war ein Beispiel, Telemetrie, die haben wir, wird eine Risikobewertung durchgeführt. Damit zieht man auch die Informationssicherheit mit in den Prozess herein, Dinge mitbestimmen zu können, aber auch zu müssen. Das heißt, es bleibt kein reines IT-Thema, weil auf der Ebene wird es schwierig. Oder nur und alleine auf der Ebene wird es schwierig. Dann wollen wir vielleicht auch noch die Browser konfigurieren. Ja, beispielsweise Microsoft Baselines, Edge oder vielleicht den Chrome auf der CIS-Ebene. Dann hätte ich ganz gerne noch umgesetzt, dass sichere Schlüssellängen, also sichere Protokolle auf Basis der technischen Richtlinie, kryptografische Verfahren vom BSI umzusetzen sind. Ich habe Abweichungen. Wir haben das Beispiel BSI eben schon gebracht. Dann habe ich eine organisatorische Anweisung an die Menschen, dass Einstellungen nicht verändert werden dürfen, editiert werden dürfen. Auch das ist nicht ganz unwichtig, aus dem einfachen Grund, weil wie oft sagt man, ah ja, ich brauche jetzt mal schnell das und dann administriert man das schnell, aber am Ende muss man es wieder zurücksetzen. Das passiert dann manchmal nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, es sollte nicht angepasst werden. Ausnahmen im Rahmen betrieblicher Tätigkeiten sind im Rahmen eines Tickets zu dokumentieren und es ist prozessual zu integrieren. Also jedes neue System wird ausschließlich gehärtet ausgeliefert.
Heißt, wenn ich ein Windows 11 Lifecycle-Projekt habe jetzt oder Windows Server 25, warum nicht diese Maschinen schon mal härten? Die alte Welt kann langsam rauswachsen oder man geht mit einem anderen Hardening-Satz dran, kommen wir gleich noch zu. Aber de facto, die neuen Systeme sind alle zu härten. Ich habe Härtungsänderungen, Konfigurationsänderungen in meiner CMDB hinterlegt. Ja, das geht auch automatisch. Und Abweichungen sind zu behandeln. Wenn ich also feststelle, System 1 in der DMZ oder System 5 in der DMZ ist nicht mehr konform, dann gibt es entsprechend ein Incident, ein Jira-Ticket, ein ServiceNow-Ticket, BMC, was auch immer. Und ich kann mich da entsprechend drum kümmern. Die Änderungen sind anlassbezogen einmal zu prüfen. Das heißt, Microsoft, die CIS, das BSI bringt regelmäßig Änderungen raus. Aktuelle Dokumentation ist vorzuhalten und auf Nachfrage innerhalb von 2 Arbeitstagen zu liefern. Jetzt werden manche so sagen, wow, Härtungsdokumentation in 2 Arbeitstagen, der Brüder, der spinnt. Ich mache jetzt mal ein Fass auf und sage, naja, wenn Sie ein System haben, was Systemhärtung richtig kann, drücken Sie auf den Knopf und kriegen die aktuelle Doku innerhalb von einer Viertelstunde raus und schicken die an Ihren ISB, an Ihren Auditor und sind fertig. Und die aktuelle Dokumentation, die enthält den Sollzustand, den aktuellen Zustand der Implementierung und kann auch einzelne stichprobenartige Empfehlungen machen, ja, und so weiter. Das heißt, das sind konkrete Anforderungen, mit denen man im Zweifel arbeiten kann. Wenn man jetzt in den Prozessbereich reingeht, würde ich starten mit einer Ist-Analyse, vielleicht sogar einer regelmäßigen Statusfeststellung. Und ganz wichtig, vermutlich haben Sie die Tools, die das können, schon im Haus. Die bekannten Schwachstellen-Scanner können grundsätzlich gegen den CIS-Katalog prüfen. Also wer ein Qualys einsetzt, ein Rapid7, ein Tenable Nessus, ein Greenbone, Sie haben technisch, wenn Sie die entsprechenden Lizenzen haben, aber die meisten haben das in der Grundlizenz, die Möglichkeit, Nachweise zu erstellen, wie gut Ihre Systeme gegen etablierte Standards konfiguriert sind. In der Regel wird dagegen den amerikanischen CIS-Katalog geprüft. Ich sage ganz offen, der ist nicht schlecht. Sie brauchen im Zweifel Ihr Schwachstellen-Scanner-Team, aber grundsätzlich kriegen Sie Nachweise raus. Das heißt, Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, nicht nur einmal, sondern auch regelmäßig zu kontrollieren und die Einstellungen zu kontrollieren und die Nachweise zu erzeugen. Beim Open Source und kostenfrei des Weiteren das Audit-Tab. Vielleicht hat das der ein oder andere auch schon gehört. Und gibt auch Menschen, die verteilen das über PowerShell-Scripting und Softwareverteilung für Scans kompletter Infrastruktur. Ich will das kurz mal zeigen, wie sowas aussieht. Linker Hand ist quasi ein Windows 10 Bericht von einem ungehärteten System, was man da relativ gut sehen kann. Das ist unten zu sehen in dem unteren roten Balken. Da ist nicht unheimlich viel Compliance mit den CIS-Benchmarks hergestellt. Das sind irgendwie 16%. Und auf der rechten Seite ist ein gehärtetes System. Da kommt man auf knapp 90, 95%. Da kann man schon viel tun. Also ein Standard Windows ohne weitere saubere Konfiguration, ohne weitere System Hardening dümpelt irgendwo bei 18, 20, 22, 23% Compliance rum. Das kann man feststellen und mit dieser Feststellung entsprechend dann intern auch die Argumentationsketten anfangen. Genau. Weiterer prozessuale Thematik, ganz wichtig, Rollout-Methodiken können helfen. Mir ist an der Stelle wichtig, das ins Feld zu werfen. Wenn man über Systemhärtung redet, haben wir ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es heißt, ja, aber das kriegen wir jetzt ja gar nicht auf unsere 1.500 Clients raus. Das ist ja viel zu viel, da müssen wir viel zu viel testen. Die Fachverfahren laufen nicht mehr, die Applikationen machen Probleme. Ja, richtig. Das ist sicherlich ein Thema. In einem Systemhärtungsprojekt kommt man an allen möglichen Altlasten vorbei. Jeder Webserver, der noch mit TLS 1.0 spricht, wird auffallen, wenn man die Clients so konfiguriert, dass TLS 1.2 erzwungen ist. Jedes noch mit einem alten Verschlüsselungsprotokoll arbeitende System wird auf die Nase fallen, wenn man Ryandale und RC4-Algorithmen, was übrigens jetzt bald kommen muss, wenn man das deaktiviert. Ein Hardening-Projekt ist auch ein Infrastruktur- und Altlastenaufräumprojekt. Deswegen haben wir verschiedene Ansätze definiert, die auch schon erfolgreich erprobt sind. In der Realität ist es so, dass es nicht immer nur eins gibt, sondern meistens hat man 2 oder Mischformen davon. Ich beschreibe die kurz. Layered Hardening heißt, wir haben schon ein Active Directory Security Projekt. Ich fange mit meinen Tier 0, Tier 0 Systemen an, gehe dann in die Tier 1, Tier 2 Welt. Hat den großen Vorteil, ich habe vielleicht schon einen Projektscope, habe vielleicht schon ein Team, was sich darum kümmert. Na, dann fange ich doch mit einem kleineren Scope an Systemen an, die aber auch einen hohen Schutzbedarf haben. Layered Hardening.
Rapid Hardening, wie der Name schon sagt, da geht es darum, schnell was zu tun, rapide ins Feld zu kommen. Da geht es also gar nicht so sehr darum, mit 600 oder 800 Einstellungen auf Clients zu gehen, sondern vielleicht zu sagen, naja, ich habe jetzt einen Client-Lifecycle vor mir, Windows 11, alles das, was neu kommt, ist richtig gut gehärtet, aber die Bestandswelt, die alte Welt, auch die Serverwelt, die würde ich ganz gern mit einem einfacheren Basis-Hardening-Set härten und sicher konfigurieren. Das sind immer noch bei uns, wenn wir von Hardening-Basis-Sets sprechen, dann reden wir immer noch von 200, 300 Einstellungen. Da haben wir aber aus der Erfahrung raus einfach die Möglichkeit, das relativ zügig ins Feld zu bringen. Da haben wir ein Set definiert, was möglichst wenig Impact auf Systeme hat. Ja, und rechts dann das Lifecycle Hardening. Wenn ich sowieso ein Windows 11 Projekt, sowieso ein Windows Server 2025 Projekt habe, dann muss ich Härtung nicht explizit testen, dann bringe ich die einfach mit ins Feld. Punkt. Dann wird nämlich getestet, weil ich meine Applikation, meine Fachverfahren testen muss und ja, kann dann eben entsprechend Härtung direkt mit rausbringen und es wird dann direkt mit getestet. Ja, da kann ich viel, viel Zeit sparen, viel, viel Testaufwand sparen. Also diese drei Varianten, Layered Hardening, Rapid und Lifecycle Hardening. In der Realität ist es oft Rapid Hardening kombiniert mit Lifecycle Hardening, weil wie gesagt, die alte Windows 11 Welt, die alte Serverwelt mit Rapid Hardening härten, aber alles, was dann neu in einem Lifecycle passiert, wird dann entsprechend besser konfiguriert. Ja, oft kommen wir aber so auf die technische Umsetzungsebene. Oft hören wir dann, das machen wir doch per GPOs. Ja, ist eine technische Variante, ist auch bekannt, kennen viele. Man kann entsprechend Einstellungen auf eine Vielfalt von Computern und Benutzern zentral verteilen. Wurden vor rund 25 Jahren eingeführt. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Das kam mit Windows NT, Schrägstrich dem Wechsel auf Windows 2000. Ist also schon einiges alt. Aber GPOs stoßen aktuell immer mehr an die Grenzen des Machbaren. So, was sind die Grenzen des Machbaren? Wie schnell sind mehrere hundert Härtungseinstellungen implementiert? Jeder, der schon mit GPOs gearbeitet hat, weiß das. Das wird ein riesen Excel-Massaker, nenne ich das immer liebevoll. Dann muss man das bauen, dann muss man es verlinken, dann hat man es vielleicht falsch verlinkt, dann sind die Server in den falschen OUs oder die Clients. Wie mache ich ein Rollback? Weil eine GPO-Verlinkung löschen oder eine GPO löschen führt nicht dazu, dass die Einstellungen revidiert werden. Ich bräuchte quasi eine Konter-GPO, die das dann wieder korrigiert. Wie wird denn kontrolliert, dass die Einstellungen auf den Zielsystemen ankommen? Ja, die Wiederherstellung habe ich schon genannt. Wie wird denn das IT-Team benachrichtigt, wenn IT-Systeme nicht mehr konform zu den per GPO verteilten Einstellungen sind? Und wie findet eine sinnvolle Prozessintegration statt, also Incident Management, Config Management? Und das sind für uns so die wichtigsten Nachteile, warum wir nicht über GPOs arbeiten, sondern dem Kunden oder unseren Interessenten und Kunden immer andere Möglichkeiten empfehlen. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und sagt, okay, was muss denn so ein Produkt können und welche Aufgaben habe ich denn so eigentlich zu tun, dann gehen wir jetzt mal so einen groben Ablauf durch, wie denn sowas eigentlich aussieht. Also, unser Ansatz ist, Aufgaben durch Automation, durch Produkte lösen. Also Härtungsempfehlungen auswählen. Welche nehmen Sie denn? Wenn es keine Vorgaben gibt, kann man sich was aussuchen. Wenn es Vorgaben gibt, geht es schon los, kann ich die für alle Betriebssysteme anwenden. Nur im AD oder auch in Non-Domain integrierten Szenarien, also DMZ-Systeme oder vielleicht auch Linux-Systeme. Da komme ich nämlich mit GPOs auch nicht mehr unbedingt weiter. Ich muss die Härtungskonfiguration konzeptionieren. Was meinen wir damit oder was meine ich damit? Verschiedene Operating Systems, Rollen, Clients, Server, Domain Controller wird bestenfalls anders gehärtet als der Speiseplan-Server der Kantine oder der Druckserver, weil Domain Controller druckt nicht. Da kann der Printer, der Printspooler ausgeschaltet werden. Auf der Print-Server-Infrastruktur sollte der im besten Fall anbleiben. Der nächste Schritt sind Duplikate zwischen Standards erkennen. Viele Standards konfigurieren Dinge identisch. Das brauche ich ja nicht zweimal irgendwo konfigurieren, das muss ja nur einmal auf dem System ankommen. Neben Duplikaten gibt es aber auch Konflikte. Wie eben schon erwähnt, das BSI würde gern Telemetriedaten abschalten. Die Amerikaner lassen es dann doch ganz gerne zu. Es gibt auch Zielkonflikte zwischen, will ich forensisch in der Lage sein, Dinge zu erkennen, dann logge ich vielleicht jedes PowerShell-Skript, was ausgeführt wird. Dann kann es aber sein, dass auch Benutzernamen und Kennwörter, also Credentials, im Klartext im Logfile stehen, also forensisch. Oder gewichte ich das Schutzziel Vertraulichkeit auf der anderen Seite höher? Und dann habe ich aber vielleicht, wenn ich die PowerShell-Skriptblöcke nicht protokolliere und logge,
fehlt mir vielleicht an der forensischen Seite was. Also da habe ich tatsächlich ein bisschen was an entsprechenden Abwägungen zu treffen und Entscheidungen. Dann habe ich Konflikte mit der eigenen Infrastruktur. Meine Infrastruktur braucht vielleicht aus irgendeinem Grund SMB V1. Das ist ein doofes Beispiel und hoffentlich hat es jeder schon ausgeschaltet. Aber alle aktuellen Hardening-Empfehlungen wollen SMB V1 und RC4 abschalten. Jetzt gibt es aber Situationen, da brauche ich das. Da habe ich Konflikte. Die muss ich erkennen, weil wenn ich ein Härtungsprojekt einfach so mache und sage, so, ich hätte jetzt mal meine 500 Server mit den CIS-Empfehlungen, dann sollte ich danach lange in Urlaub fahren, weil das wird keinen Spaß machen, wenn man das so Brute Force quasi verteilt. So, wenn ich das alles geklärt habe für verschiedene Rollen und Betriebssysteme und sonst was, dann habe ich schon meine ersten 387 Zeilen in Excel und in meinen 17 Excel-Tabellen. Dann fange ich an, das zu konfigurieren. Und wie mache ich es? Naja, PowerShell-Skripte, Gruppenrichtlinien, was auch immer. Dann stelle ich während des Rollouts fest, dass ich Ausnahmen habe. Ich stelle also fest, dass meine ERP-Anwendung webbasiert ist und dummerweise in der Version, die wir installiert haben, nur TLS 1.0 kann. Da brauche ich für meine 20 Clients aus der Buchhaltung und der Beschaffung und der Produktion, die brauchen dann TLS 1.2, weil wenn Windows 11 kein TLS 1. TLS 1.0, weil wenn Windows 11 kein TLS 1.0 mehr spricht, dann loggen die sich da nicht mehr ein, weil die weil die keine Sprache, keine gemeinsame Protokollaushandlung finden. Und habe ich das alles gelöst, habe ich im besten Fall noch die Dokumentation, und zwar Sollzustand, Ist-Zustand und die Ausnahmen, zum Beispiel mein ERP-System, für alle Rollen. Da habe ich viel Spaß dabei. Monitoren der Härtung. Ja, wieder Mittelständler, 600 Clients, 150, 200 Server. Monitoren der Härtung. Das wird tatsächlich auch ein Thema werden. Wie gesagt, ich habe es am Anfang erwähnt, manche dieser Blöcke kann man lösen. Monitoren der Härtung alle 4 Wochen mit einem Tenable, mit einem Rapid7, mit einem Greenbone, einen entsprechenden Konfigurationsscan ist sicherlich eine adäquate Möglichkeit, um Härtung zu monitoren. Abweichungen erkennen, aktiv informieren. Naja, im schlimmsten Fall kriege ich es alle 4 Wochen mit. Besser wäre natürlich öfter oder wenn es passiert. Aber selbst wenn, muss ich wissen, was ich zu tun habe. Also ich brauche wieder einen Prozess. Härtungskonfigurationen werden aktualisiert. CIS, dieser, BSI etc. bringen regelmäßig Aktualisierungen raus. Ich muss natürlich dann wieder ran an die Technik, im Zweifel an die Prozesse. Ich muss die Dokumentation aktualisieren. Und auch das war schon genannt. Ich muss mich mit meinen Non-Domain integrierten Systemen befassen. Ich muss mich mit meinen Linux-Systemen befassen und. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist viel zu tun, nicht nur prozessual, sondern auch technisch. Und auch was Menschen, was Sensibilisierung angeht. Wir haben ein paar Beispiele genannt, wie so eine Policy aussehen kann. Und ich möchte jetzt noch mal kurz ein Bild zeigen, wie sowas aussehen kann, wenn man das mit einem Produkt macht. Wir haben hier Beispiele vom Enforce Administrator, linker Hand eine Übersicht, wie viele Systeme non-compliant sind, grüne 0, wo wir vielleicht Konfigurationen haben, die zwar zugewiesen, aber nicht angewendet werden. Das ist diese gelbe oder ja, ockerfarbene gelbe 4. Und wir haben dann rechts noch quasi einen Hardening-Bericht, der am 2.4.25 erstellt wurde, insgesamt 187 Empfehlungen, 3 Ausnahmen. Und unten haben wir nochmal eine Echtzeitüberwachung, 3 Systeme haben eine Basishärtung zugewiesen. 1 davon ist compliant, die anderen beiden haben es noch nicht angewendet. So kann das aussehen, wenn man das mit einem Tool und toolgestützt macht. Kommen wir zur letzten Folie. Wenn Informationen mehr gewünscht sind, gerne einfach unter der Telefonnummer durchklingeln. Wir sitzen in Bingen am Rhein im äußeren Speckgürtel von Frankfurt unter 400 und 4 mal die 9. Ansonsten gerne an kundenbetreuung@fbpro.com schreiben. Und wer auf der SecIT sein sollte in Hannover am 18. und 19. März, wir haben dort einen Messestand. Und wir freuen uns mit echten Kunden am Stand. Wir haben also Landkreise, einen Mittelständler und einen Kritis-NIS-2 relevanten Kunden bei uns am Stand. Zu gewissen Uhrzeiten steht auf dem Standprogramm drauf. Wer da mit uns oder vielleicht da mit unseren Kunden über Enforce Administrator und Systemhärtung diskutieren will, ist herzlich eingeladen, das zu tun. An der Stelle vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und gerne auch Feedback zum Webinar oder zu den Hardening Insights an Kundenbetreuung schicken. Ich wünsche jetzt an der Stelle ein schönes Wochenende und sage bis bald. Tschüss, danke.